right. No cheating. Wie gesagt, das ist wie bei Thief. Da muss man erstmal drauf klarkommen, dass die irgendwie 1000 Tasten brauchen. War damals so. This is the demolitions training area. First you will learn to use the lamp as a proximity mine. Approach the bay window and you will see a lamp placed on the target board on the black and red wall. Ja, sehe ich. Das ist ein Lärm anscheinend. Press the first button next to the window and a security bot will be released. Watch as he nears the lamp. Lamps placed on the walls are proximity triggered. Okay, das heißt, wenn der jetzt dahin läuft, dann explodiert die wahrscheinlich. Soll ich dann nicht Abstand nehmen? This time you will place your own lamp. Take a lamp from the munitions bay and proceed to the red and black wall below. Ganz viele Lamps. Get as close to the wall as possible when you place the lamp. If you aren't close enough, the lamp will fall to the ground and detonate. Oh. Speichern? Ich weiß nicht, warum es teilweise so lang dauert mit Speichern. Manchmal macht er das sofort jetzt. Oh? Ja? Very good, Agent Denton. You may proceed to the next area for more demolitions training. Mhm. Machst du mir die Tür dann noch auf, oder? Achso, nee, ich muss woanders lang. Hier lang. You'll need a few extra lamps for the demolitions area. Here, catch. Your Next, you'll catch? need to breach the doors in the hallway. Throw a lamp down to the end of the hall. Once it blows, proceed down the corridor. Throw alarm, okay. Okay. Notice how the wooden door was destroyed and the metal and barred doors remained. Remember this for future reference. Beyond the destroyed door, you can see a damaged piece of wall. You can also breach with a lamp. Try that now. Das ist also der Unterschied, wenn man die irgendwo hinklebt, dann sind das Proxeln mit dem Mainz und wenn man drin schmeißt, sind es einfach nur Granaten. Notice that the wall is opened. Look for other weakened walls such as this, and your lamp and other explosives will allow you to breach them. Continue through that breach and on to the next section. Through that breach. Gotta start the next section without arms or tools. Rules are rules. Ja, ja. The area beyond the door is the grenade defusing facility. Here you will learn how to remove planted explosive devices. Plus neben dem Enter ist Quicksave. Manchmal, zumindest. Wenn ich jetzt drücke, dann Saving. Genau. At each of the corners of this area, you will find a lamp planted on the wall. You must disarm and remove all 4 lamps before you can proceed to the next section of training. You will need to move up to the lamp quickly and to defuse it by right-clicking. A second right-click will remove the lamp from the wall. Okay, also schnell hin und Rechtsklick. Und jetzt kann ich es aufsammeln, okay. A word of warning, Agent Denton. This was a simulated experience. Real lamps will not be so forgiving. You may proceed to the next area. Ich hätte ja lieber direkt mit den echten probiert und dann lieber nochmal geladen, anstatt dann überrascht zu werden. Dass sie sich doch ganz anders verhalten. Ach, das plus auf dem Enter. Das meintest du. Ah, das hatte ich meinetwegen eigentlich probiert, meine ich. Nee, das plus auf den Numpad, das ist das, was ich meine zum Quicksave. Das ist ja auch neben dem Enter.
So, ich bin aber schon geheilt. Ich brauche nicht geheilt werden von dem Healbot. I'm here to pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. Ja, habe ich nichts gegen. Okay. Now you will learn to move quietly and conceal yourself, so that you will be able to avoid the confrontation. Oh, das wird schwierig. Ja. Ach. Da drüber ist auch daneben. The test is simple. Get to the far north door without being spotted by the guards below. If one of them sees you, he will sound an alarm and lock the door. Okay, das wird schwierig. Okay, wir haben einmal Tech-Goggles. Weiß nicht, sehen wir damit irgendwas Bestimmtes oder ist das einfach nur für Nachtsicht? Aber das wäre dann Night Goggles, oder? Da kann man da verschiedene Sachen einstellen. Ah nein, es ist alle! Okay. So viel zu den Tech Goggles. Okay, es gibt ein paar Stealth Guidelines. Stealth is a vital component of all UNATCO operations. When implemented correctly, stealth will result in the lowest possible ratio of agent and civilian casualties to hostile losses. Situational awareness is key, and agents should not only be familiar with the tactical opportunities offered by the immediate environment, but how those opportunities can be exploited to their advantage with the appropriate equipment. Tech Goggles? Ah, jetzt werden mir die Tech Goggles erklärt, die ich schon verbraucht habe. Allow agents to operate in low light environments such as offices or labs, where illumination might otherwise attract attention. Also genau darum geht es, dass ich quasi Nachtsicht habe, wo eine Taschenlampe quasi Aufsehen erringen würde. Bla bla bla. Ja, das kann ich dann quasi noch kombinieren mit irgendwie Scharfschützengewehren oder sowas. Okay, und ich kann quasi noch für Ableckung sorgen, indem ich irgendwelche Kameras ausschalte, Bots neu programmiere oder sowas. Okay. Ja, aber du siehst selten ja, es ist glaube ich ganz gut, dass ich mit dem Tutorial anfange. Aber wenn du am Anfang das Spiel das erste Mal startest und auf neues Spiel klickst, dann kommt das Tutorial. Also du wirst dann gefragt, ob du es überspringen möchtest. Remember, don't let the guards see you. Use the crates for cover and crouch when you move. Laufen die hier einmal rum oder dreht der da um? Ja? Was genau machen diese Dinger? Somebody's there. A guy in civvies. Ja, ja. Achso, es sind einfach nur Alarmknöpfe. Movement, sir, Nein! movement! Ja, ich habe noch keine Idee, wie man irgendwie um Line of Sight rumkommt oder wie weit die da laufen. Kann ich einfach hier sitzen bleiben? The guards can be distracted. Pick up and throw an object near them, and they will go investigate the noise. Bottles, plants, flasks, many things will work. Okay. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht?
Always remember the 4 basic tactics to avoid detection. Crouch behind concealment. Stay behind enemies. Move slowly to avoid making noise. And use shadows to conceal yourself. Be alert to every possibility. Very good. I hope you remember this lesson, Agent. They have assigned us to be partners, and I will not stop to hold your hand and repeat myself when we are facing a real enemy. Now for the last test. You have to find a way across the river to the exit on the other side. There's more than one way to get there, depending on your approach and the skills you want to use. It's up to you. Make use of the IFF system to identify enemies. The crosshairs will highlight red over enemies, green over allies, and white over neutrals. Wieso explodieren Fässer, wenn man sie ins Wasser schubst? You can pick up the boxes and move them around, but crouch to set them down. I don't want to have to reattach your arms. Wieso bin ich unverwundbar? Okay, hier komme ich nicht durch. Jetzt ist ja mal gut hier. Ja, ich sag mal. Ach, hatte ich es hier noch nicht geschafft? Ach Gott, das war hier vor. The guards can be distracted. Pick up and throw an object near them, and they will go investigate the noise. Bottles, plants, flasks, many things will work. Always remember the 4 basic tactics to avoid detection. Crouch behind concealment. Stay behind enemies. Move slowly to avoid making noise. And use shadows to conceal yourself. Ach so, ist der Roboter mir feindlich gesinnt? Okay. Ich dachte, es geht jetzt einfach nur darum, darüber zu kommen. Und ich dachte, die Roboter laufen halt hier rum. They have assigned us to be partners, and I will not stop to hold your hand and repeat myself when we are facing a real enemy. So wie wenn man bei Half-Life in die Fabrik läuft, da auch überall Leute rumlaufen. You have to find a way across the river to the exit on the other side. There's more than one way to get there, depending on your approach and the skills you want to use. It's up to you. Ich dachte, es ging jetzt mehr um Hacking und Lösungen suchen, darüber zu kommen. Naja, Crosshairs Red. Habe ich schon verstanden. Okay, hier ist schon mal eine Pistole. General Supply Crate, kriegst du nicht kaputt. Einfach drüber schwimmen kann ich anscheinend nicht. Fässer explodieren anscheinend alle, wenn sie nass werden. Wie Metall das halt so macht. Dann sind die an Metallfässern, damit die dann nass werden, wenn sie ins Wasser fallen. Ach, stimmt, da liegt ein Tatapad. Ach, Passwort 0089. Ja, gut. Ich war daher noch nicht davon ausgegangen, dass er überhaupt auf mich schießt.
Step up to each hologram for more info. When you're through, go out the opposite door. The NSF, the biggest terrorist threat in the US. This national militia group thinks it is fighting the Second American Revolution. NSF, okay. Das sind die Bösen. A deployment of UNATCO troopers is the central component of all UN peacekeeping occupations. UNATCO? An inexpensive security bot, a favorite of third world countries and corporate security divisions. Not so mobile, but don't be fooled. We've lost plenty of agents to its well-armored assault gun. Like other bots, it's difficult to damage with ordinary bullets. Und die Großen. This Page Industries walking turret, marketed to governments worldwide, is the workhorse of most national military forces. Due to the heavy armor, they take little damage from ordinary bullets. If you come up against a bot, you should use an EMP grenade, scrambler grenade, or some kind of explosive. The Coalition's new nano-augmented agents are nearly indistinguishable from the general population, except that you and your brother don't know how to smile, even for a picture. This is the old augmentation technology, hopefully about to be phased out. Notice the reliance on electronics and servo-mechanics, a maintenance nightmare. If I had 2 credits for every repair manual they've made me file in my office in the med lab. Okay, also die gehen irgendwie dauernd kaputt, die alten. Sufficiently impressive, an early success for the whole organization. Thanks. You from the United Nations? Your augmentations are a go. The real test comes next. Active duty. I'm ready, sir. Yes. Yes, you are. Und wie immer ist die Cam irgendwo im Weg. Ich weiß immer nicht, wo ich die hin tun soll. Warte mal. So. Iron Storm. Es dreht sich alles um eine blitzende Metallkugel. Erinnert mich ja ein bisschen an Unreal Tournament. Aber es war, glaube ich, auch so die Zeit, ne? Unreal Tournament war ein Jahr früher oder so. Ja, die Frage ist, welcher Schwierigkeitsgrad? Ich nehme an, ich spiele einfach nur auf Medium. Auch wenn ich die letzten Spiele eigentlich alle auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Aber bei diesen Spielen weiß ich nicht so richtig, ob wir uns das antun wollen. Kannst ja mal schreiben. Ich hole mir mal eine Cola. Oder ihr könnt ja mal schreiben. Ich hätte ja auch schon Bock drauf, das auf Hard oder Realistic zu spielen. Ich nehme nur an, dass wir ganz schön lang brauchen werden. Okay, dann machen wir Medium.
Ja, kommt halt immer drauf an, wie gut man bei einem Spiel ist. In Rainbow Six hatte ich ja dann trotzdem relativ schnell durch auf Realistic, wenn man dann erstmal drin ist. Na gut, dann geht's los. Ich weiß nicht genau, es gibt anscheinend auch noch einen Vorspann. Ich weiß nicht, ob er kommt, wenn man das Spiel startet oder ob der nur kommt, wenn man im Menü auswählt, Intro abspielen. Gibt's auf jeden Fall auch. Okay, mein Name ist anscheinend JC Denton. Codename Beam. Achso, nee, ich kann nur den Real Name ändern, nicht den Codename. Dann lasse ich das, glaube ich, so. Okay, wir haben 5000 Punkte, um sie zu verteilen. Die Sache ist halt, je schlechter man spielt, desto mehr Waffen braucht man. Aber ganz ehrlich, mir wäre es eigentlich wichtiger... Warte mal, ich gucke mir mal die Sachen an. Aber ich glaube, ich würde es wie bei Fallout eher so spielen, dass ich auf Computer und Lockpicking und so gehe. Untrained, an agent can use terminals to read bulletins and news. An agent can hack ATMs, computers and security consoles. Also wir brauchen mindestens trained, um überhaupt irgendwelche Sachen damit zu hacken. An agent achieves a moderate increase in detection countdowns and a moderate decrease in logout times. As well as gains the ability to control automated gun turrets. Also Computer finde ich auf jeden Fall gut. Electronics, an agent can bypass security systems. Also das können wir quasi immer. Und das verbessert sich dann halt einfach nur. Ist wahrscheinlich auch so eine Sache, dass man im Spiel dann im Grunde erstmal rausfindet, was das jetzt direkt für Auswirkungen hat. Environmental Training. Okay, hier kann ich quasi, welche verschiedenen Sachen ich benutzen kann. Und hier ist zum Beispiel so, dass ich dann bestimmte Sachen, die sich fair brauchen, wie wahrscheinlich auch diese Goggles und so, dann länger halten. Wobei jetzt hier erstmal um Rüstungen, Anzüge und so geht. Camouflage. Rüstung und so. Lockpicking, ja, da wird halt Lockpicking besser. Lockpicking so kann ich auf jeden Fall immer. Man kann mehr heilen, man hält mehr aus bei Medicine. Man schwimmt schneller. Ich glaube, Schwimmtempo wäre auch eine Sache, die ich eigentlich ganz gut finden würde. Von den Waffen würde ich, glaube ich, eher... absehen wollen, eventuell Rifle erhöhen, aber ja, ich habe eigentlich halt keine Lust, das Spiel so zu spielen, dass ich irgendwie mit einem Maschinengewehr, einem großen Maschinengewehr oder einem Raketenwerfer oder so rumlaufe, sondern halt eher, dass ich mich in die Sachen einhacke. Die Suits fandst du nicht so wichtig. Ja, ich benutze eigentlich auch generell ungern diese Sachen, die sich dann halt einfach verbrauchen. Das ist irgendwie fühlt sich das immer falsch an. Ich glaube, wichtig wäre mir auf jeden Fall Computer. Ich sehe gerade, Skill Points 500, ich habe so 5000. Okay. Also wir können sowieso nichts upgraden. Jetzt müssen wir dann sowieso erst gucken. Ja, Appearance nehmen wir jetzt einmal die erste, oder? Eigentlich ziemlich wurscht. Ich dachte, wir können am Anfang schon mal ein paar Punkte verteilen. Na gut, dann hat sich das eher erstmal erledigt. Fangen wir mal an. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate.
Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience, and their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Okay, also auf jeden Fall schön größenwahnsinnig. Und der versucht auf jeden Fall, diese Aufstände, die es hier gibt, diese gewaltsamen, dass er die einfach nur laufen lässt, um quasi mehr Macht zu kriegen. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Okay, und ich suche jetzt erstmal meinen Bruder, Paul. Was habe ich denn alles? Ich habe hier Charger Prod, Pistole, Medkit. Paul, Ah, das heißt schon. Muss ich ja nicht lang Welcome to the suchen. coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Okay, also ich soll quasi, die haben eine Geisel genommen, einen von unseren Agenten, die Terroristen, und ich soll da mehr oder weniger alleine rein, so als Test. Und hauptsächlich soll ich am besten nur diesen Elektroschlagstock, diesen Prod benutzen, damit ich die damit nicht umbringe und es am leisesten ist. Was eine GEP Gun ist, weiß ich nicht. Rifle wäre natürlich geil. Crossbow ist vielleicht besser, weil es halt leiser ist. The crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition Genau, to und dann the kann ich prod. die quasi auch I get the idea. What's the first move? unschädlich machen, ohne dass I'm sie going to give sterben. you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. Iron and Copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Okay, also wichtig ist quasi oben das Command Center, aber den Agenten, den sie von uns gefangen halten, der ist unten. Den sollte ich quasi eigentlich noch retten. Was ist eigentlich, den sollte ich halt noch retten. Ich mache mal hier die Boxen auf. Und hier ist noch einer, den ich mit Copper und Iron sagen kann, dass ich der Richtige bin, so ein Informant. Und der gibt mir dann quasi den Schlüssel für die Statue of Liberty. Ich kann aber... Besser wäre wohl, wenn ich den Hintereingang benutze. Dann gibt es weniger Schießerei.
Okay, Statue of Liberty, da haben wir so. Nicht mehr ganz so vollständig. Weiß jetzt gerade noch nicht, wem ich irgendwie ausweichen soll oder nicht. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bum. Identify yourself with the phrase iron and copper. Nehmen wir an, hier ist Munition drin. Okay, und hier sind jetzt überall Terroristen. So, dann kann ich ja mal gucken, ob ich damit irgendwas treffe. Ich habe wohl auch eine Karte. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot. Okay, ich dachte irgendwie, dass es schneller geht. Oder muss ich irgendwie die Munition wechseln mit Crossbow? Das ist schon die non-lethal Munition? If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Welcher mal? Mal im Inventar. Das ist eine gute Idee. Ah, hier. Trank Darts. Ach, das sind die Tranquilizer. Aber es dauert vielleicht ein bisschen. Mini Crossbow Dart tipped with a, ja, irgendwie Zucchinyl Choline Variant cause completely skeletal muscle relaxation. Warte mal, ich habe ja jetzt gerade gespeichert. Wir können das ja einfach mal ausprobieren, wie lange das dauert. Okay, es dauert eine ganze Weile. Kann ich irgendwas Bestimmtes machen, wo ich quasi Erfahrungspunkte kriege oder so? Oder ist das halt immer gleich? Okay, da unter der Lampe ist wahrscheinlich doof. Aber oft genug bei so Spielen reicht es ja, wenn man weit genug weg ist, ne? Oder sind es davon die Leute, zu denen ich muss? Oder sind es weiterhin Terroristen? Sind bestimmt auch Terroristen, ne? Was steht hier? Soll ich ja hier so einen Penner finden, der mir dann den Schlüssel gibt quasi. Take him out. This power box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Ja, das bekomme ich mit nix irgendwie auf, oder? Kann ich den nach vorne fahren oder so?
so, konnte ich... Dann von oben quasi rüber. Kann sein, dass der Stream ein bisschen dunkel ist. Das Spiel ist so dunkel, ich kann da leider nicht viel dran machen. Wobei es schon nochmal dunkler ist als hier. Ich kann mal probieren, was umzustellen. Warte mal.